Hallo, heute zeigen wir dir, wie du dein altes Garagentor gegen ein neues austauschen kannst. Wir haben den Tausch eines knapp 100 Jahre alten Schwingtors durch ein modernes Sektionaltor vom Profi begleitet und für euch heute die Schritt-für-Schritt-Anleitung dabei. Ein Garagentor selbst, also ohne Fachbetrieb, zu tauschen, ist möglich. Aber es gibt einige wichtige Dinge, die du unbedingt auf dem Schirm haben solltest, um ärgerliche und teure Fehler zu vermeiden. Bevor du startest, solltest du erstmal ganz genau nachmessen, denn wie so oft ist eine exakte Messung entscheidend. Darauf musst du achten. Das sogenannte lichte Maß zwischen dem Mauerwerk ist maßgeblich, da es den Durchfahrtsbereich für Fahrzeuge bestimmt. Dieses Maß ist entscheidend für die Bestellung des Tors. Die lichte Höhe stellt die Höhe zwischen dem Boden und der Sturzhöhe dar. Die lichte Breite ist die Breite zwischen den beiden Anschlägen rechts und links. Das ist aber nicht alles. Ebenso wichtig ist die sogenannte Leibung. Die Leibung befindet sich rechts und links vom Tor und meint den Abstand im Garageninneren zwischen Toröffnung und Wand. Der Bereich, an den das Tor montiert wird. Für die Leibung sollten mindestens 9,5 cm pro Seite eingeplant werden. Der Bereich über dem Tor wird als Sturz bezeichnet. Auch dieses Maß ist wichtig und wird innen gemessen. Für dieses Sektionaltor sollten mindestens 12,5 cm berücksichtigt werden. Und noch eine weitere Messung sollte nicht vergessen werden: die Decke der Garage. Denn um das Sektionaltor später korrekt hoch- und einfahren zu können, müssen die Laufschienen an der Decke mindestens 2 Meter nach hinten laufen können und in der Waage sein. Da besonders ältere Garagendecken oftmals nach hinten abfallen, misst du die Garagenhöhe am besten mehrfach an verschiedenen Stellen, um eventuelle Abweichungen festzustellen und ausgleichen zu können. Mit all diesen Maßen kannst du nun dein neues Tor bestellen, entweder online oder beim Fachhändler. Das alte Tor demontieren. Die Entfernung alter Tore erfordert eine sorgfältige Demontage. In diesem Fall waren dafür folgende Schritte notwendig. Die Federn werden entspannt. Das Torwerk wird demontiert. Die Arme vorne werden abgeschraubt und die Laufrollen sowie das Torblatt werden entfernt. Bei älteren Installationen war der Rahmen oft eingemauert und nicht geschraubt, was das Entfernen der Mauerhaken umso schwieriger macht. Hier wird der Mauerhaken abgeschnitten, damit der alte Rahmen rauskommt. Die alte Zarge kann mit einem Meißel weggestemmt werden und der Haken mit einem Trennschleifer durchgeschnitten werden. Erst dann kann der Rahmen vollständig entfernt werden. Alte Schwingtore hatten unten meist eine Anschlagschiene, die oft schon weggerostet ist. Diese muss aus dem Boden rausgestemmt werden. Das neue Tor hat vermutlich eine Gummidichtung, daher benötigt es die Anschlagschiene nicht mehr. Durch das Entfernen der unteren eingemauerten Zarge entsteht ein Loch. Es empfiehlt sich, dieses sorgfältig zu betonieren. Das neue Tor wird eingebaut. Nun ist alles so weit vorbereitet, dass das neue Tor endlich eingebaut werden kann. Als erstes wird die neue Zarge hinter die Wand geklemmt und positioniert. Dann wird die Sturzblende oben zwischen den Zargen angebracht. Erst wenn diese exakt in der Waage steht, dann ist alles richtig ausgerichtet und kann mit einem Bohrhammer und Dübeln befestigt werden. Nun sind vermutlich Teile des alten Mauerwerks rund um die Zarge sichtbar. Um diese zu verdecken, werden Mauerbruchkanten verwendet. Diese werden hinter die Zargen geschoben und verdecken das alte Mauerwerk. Das sieht deutlich schöner aus. Hier werden jetzt die Kurvenelemente angebracht. Das geht direkt nach der Zarge oder bei manchen Toren auch erst, wenn die Laufschiene montiert wurde. Zu diesem Schritt kommen wir gleich.
Erstmal sollte unbedingt die Diagonale überprüft werden, denn wenn hier ein Fehler entsteht, wird das Tor später klemmen und ihr müsst im schlimmsten Fall alles wieder ausbauen. Um das zu vermeiden, misst du folgendermaßen. Misst den Abstand von der Zarge rechts diagonal zum hinteren Ende der linken Laufschiene und dann von vorne links zum Ende der rechten Laufschiene. Der Wert muss der gleiche sein. Beispiel: Ist eine Länge auf der einen Seite 2,62 Meter und auf der anderen Seite 2,60 Meter, dann muss der Rahmen 1 cm rüber, damit beide Seiten die gleiche Länge von 2,61 Meter haben. Der nächste Schritt: die Laufschienen installieren. Wichtig: Hierfür werden immer 2 Personen benötigt. Die Laufschienen bestehen aus 2 Bauteilen, die oben rechts und links befestigt werden und auch wieder hier genau in der Waage sein müssen. Und auch hier gibt es hinten noch eine Querverbindung anzubringen, mit der sichergestellt werden kann, dass die Laufschienen genau parallel zueinander stehen. Die Laufschienen werden dann entweder links und rechts zur Seitenwand hin befestigt oder bei einer größeren Garage alternativ auch an der Decke. Paneele einsetzen. Jetzt kann die erste Sektion in die Schienen eingesetzt werden. Das Scharnier wird mit der Laufrolle zusammen reingesteckt und auf das Torblatt geschraubt. Die Rollen der Sektionen werden dann in die Zarge eingeklemmt. So wird jede Sektion geführt. Hier werden die 4 Sektionen aufeinander gestellt und verschraubt. Dann wird das Tor durch Muskelkraft hochgeschoben und noch mit dem Federsystem verbunden. Nun kann das Tor bereits manuell betrieben werden. Was aber noch fehlt, ist der Antrieb. Die Antriebsschiene wird vor dem Tor oben am Sturz mit Schrauben montiert und der Antriebskopf sitzt in der Regel unter der Decke ca. 4 bis 5 cm über dem Tor. Als letztes muss noch der Tormitnehmer angebracht werden. Das ist eine 30 cm lange Stange, die die Verbindung zwischen Tor und Antrieb bildet. Jetzt wird der Antrieb mit Strom versorgt, dafür einfach das Kabel mit genormtem 230 Volt Stecker in die Steckdose stecken. Der Antrieb beginnt mit den Leerfahrten. Das alles passiert automatisch. Der Antrieb lernt, wie weit das Tor auf- und zufahren kann und wie viel Kraft dafür benötigt wird. Diese Erkenntnisse programmiert er dann selbstständig ein. Dies ist zudem ein wichtiger sicherheitsrelevanter Aspekt, denn durch diese Erkenntnisse weiß der Antrieb auch, wann sich ein Hindernis im Tor befindet und fährt dann automatisch wieder hoch. Der letzte Schritt hier war nun noch das Anlernen des Handsenders, mit dessen Hilfe das Tor zum Beispiel aus dem Auto heraus bei der Anfahrt ferngesteuert hochgefahren werden kann. Herzlichen Glückwunsch, das neue Tor ist eingebaut. Dies im Do-it-yourself-Verfahren anzugehen, ist sicherlich nicht ohne und vor allem die Vorarbeiten wie das exakte Messen sind ausschlaggebend. Aber wer alles beachtet, kann dieses Projekt sicherlich erfolgreich umsetzen. Wir wünschen dir viel Erfolg, Gelingen und Geschick beim Garagentortausch.